Hallo und herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Mein Name ist Panto Trifkovic, ich bin Künstler und Inhaber der Galerie Panto Art hier in Wien. Ich habe im Vorfeld eine Ausschreibung gemacht zum Thema mit Schweiß und Blut. Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Und mir erhofft, dass sich zahlreiche Künstlerinnen auf diesen Ruf sozusagen melden und Kunstwerke einreichen. Dies ist geschehen und ich freue mich sehr, heute Abend diese Ausstellung eröffnen zu können und eine kleine Einführung für Sie durchzuführen. Das Thema Arbeit an sich ist ein sehr umfangreiches Thema und beginnend von Definitionen über Arbeit gibt es unzählige. So wie das Wort selber Arbeit auch noch nicht so ganz definiert wurde, sprachlich wurde ursprünglich liegen. Man verbindet das mit Mühsal, man verbindet das mit Knechtschaft sogar. Also jedenfalls nichts Angenehmes und haben doch schon die alten Griechen in der Antike Arbeit als etwas ganz Furchtbares empfunden. Also das sollte man ja nicht machen, ja, also das sollen bloß die anderen machen. Ja. So hat sich dieses Konzept des Arbeitens tatsächlich über so viele Jahre erhalten, weil man ja irgendwie überleben musste. Und heute noch gibt es viele verschiedene Definitionen, sei es jetzt im wirtschaftlichen Bereich, sei es soziokulturell, geschichtlich, wie auch immer man dieses Thema betrachtet, es würde wirklich den Rahmen komplett sprengen, auf jede dieser Richtungen einzugehen. Ich habe mir das Thema sozusagen überlegt, nicht nur ausschließlich auf Erwerbstätigkeiten, Arbeiten einzugehen, weil das ja eigentlich ist, was uns am meisten betrifft, weil es unser Leben betrifft. Wir müssen von irgendwas leben, also gehen wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Trotzdem habe ich das sehr interessant gefunden, dass es viele Tätigkeiten gibt, die als einfach Tätigkeiten abgetan werden, ja sogar Hobbys und gar nicht so in den Köpfen von Menschen als Arbeit gesehen wird oder empfunden wird, obwohl das in Wirklichkeit sehr wohl arbeitend sind. Ja. Also Arbeit als Erwerbstätigkeit sozusagen, das möchte ich mir gerne heute anschauen. Und eine dieser beruflichen Richtungen, mit der ich beginnen möchte, ist die Künstlerin Silvia Kölbel hier zutage bringt. Und zwar haben wir hier zwei Arbeiten von der Silvia Kölbel, ist inzwischen sehr bekannt hier im Panto Art mit ihren Darstellungen von Tieren. Und so wie sie mir erzählt hat, hat sie in ihrem Fundus an ganz vielen Bildern, die sie gezeichnet hat, ja natürlich vorwiegend Tiere und kaum Menschen, die sie gezeichnet hat. Dennoch hatte ich Glück gehabt, dass sie mit diesen beiden Arbeiten hier Teil dieser Ausstellung geworden ist. Und allen voran dieses erste Bild, das ja Silvia Kölbel Vertrauensgrundsatz benannt hat, wo eindeutig zu erkennen ist, dass es hier um eine Tierärztin mit einem Husky-Hund, würde ich sagen, zusammen zu sehen ist. Dazu möchte ich noch aber erwähnen, dass ja Silvia Kölbel eine Veterinärmedizinerin, eine Doktor der Veterinärmedizin ist und schon seit einiger Zeit in Pension, eine ehemalige Universitätsdozentin ist und auf diesem Gebiet sehr fachmännisch gebildet ist und erfahren ist. Und dieser Beruf der Tierärztin sozusagen ist bei den meisten Menschen in den Köpfen, eigentlich geht es nur um so Kleintierpraxen, wo wir dann mit unserem kleinen Hund hinkommen, mit der Katze, mit der Maus, mit dem Kanarienvogel etc. Jedoch ist dieses Spektrum dieses Berufs riesig. Da geht es nicht nur um Kleintierpraxen, sondern tatsächlich um
ebenfalls auch Großtierpraxen werden die genannt, wo es auch natürlich um große Tiere, Tiere in Zoos etc. also irgendwie geht. Jedenfalls ist das, oder auch Seuchenbekämpfung, Forschung auf diesem Gebiet eigentlich wie in der Humanmedizin auch. Dementsprechend ist das Studium ja auch so, 12 Semester braucht man und dann ist man schon lange noch nicht fertig, weil dann geht es ja weiter und so weiter und so fort. Also das ist, man sagt ja, dass das der Mitteltheologie eines der schwierigsten Studien, also irgendwie ist in dieser Richtung. Das jetzt nur mal von diesem kleinen, ich arbeite mit Tieren und gebe ihm eine Spritze und eine Impfung und so weiter, weit entfernt von dem, was tatsächlich also dieser Beruf ausmacht. Und man kann mit Grund behaupten, dass da viel Schweiß fließt und auch Blut, wenn man das so genau haben möchte, passend zu diesem Thema. Das zweite Bild, was uns Sylvia Kölbel hier präsentiert, nennt sich Wolfflüsterin. Und wie man hier sehr gut erkennen kann, handelt es sich dabei um eine Trainerin, die mit 2 Wölfen arbeitet. Und im Konkreten handelt es sich dabei um das Wolf Science Center in Ernstbrunn, wo erforscht wird, das Verhalten von Wölfen im Vergleich zu Hunden. Da wird das ganz genau, also eigentlich alle möglichen kognitiven Fähigkeiten etc. Unter die Lupe genommen. Und auch das ist ein Beruf, der sehr viel harte Arbeit benötigt und sehr viel Geduld und Konsequenz, um das überhaupt umsetzen zu können. Wir bleiben in der Tierwelt und machen hier weiter. Und zwar geht es hier um die Künstlerin Antonella Quacchia, die hier in diesem Bild, das sie genannt hat, Perlen suchen, einen Taucher sozusagen darstellt, der nach Perlen sucht. Zu diesem Thema ist es auch so schwammig. Eigentlich Tauchen, das ist ja Freizeit und eigentlich hier in diesem konkreten Fall diese Apnoe-Taucher, die bis zu 30, 40 Meter in die Tiefe tauchen können, nur mit einem einzigen Atemzug. Das bedarf viel Übung, um sowas zu schaffen. Und es gibt ja Belege, dass schon auch in der Steinzeit Menschen nach Muscheln und kleinen Tieren in der See getaucht haben, um sozusagen, sei es jetzt die Muschel selber als Werkzeug zu verwenden oder die Perlen oder das Fleisch. Ja. Das ist also die Künstlerin Antonella Quacchia es ist ein großes Anliegen, darauf hinzuweisen, sozusagen, dass dieses Apnoe-Tauchen ja noch heute in Asien verübt wird, vorwiegend von Frauen, was sehr interessant ist, um zu überleben. Also das ist ein harter Job für die. Die machen das nicht aus Spaß. Auch wenn das Apnoe-Tauchen in der heutigen Zeit also wirklich als moderner Sport also irgendwie ausgeübt wird. Also nur so als eine Diskrepanz zwischen den zwei Welten. Ja. Also einerseits als Leute, die das wirklich sportlich betreiben und Rekorde erzielen und so weiter, und andererseits, wo es tatsächlich um das Überleben geht. Die leben davon, von dem Verkauf, von den Perlen und den Muscheln und so weiter. Ja. Wir nehmen dieses Thema der Venus sozusagen und gehen zu dem zweiten Bild von der Antonella Quacchia, wo es um eine andere Form von Venus geht. Und zwar hat Antonella Quacchia hier das Thema der Sexarbeit in Angriff genommen. Und vor allem, weil es also darum ja hier immer impliziert wird, dass Sex wird sowieso tabuisiert und hat immer so einen Schmuddelcharakter, das Ganze. Und wird fast ja auch als Vergnügen, als ob die Damen das freiwillig machen und vollkommen aus purer Lust, um die Männerwelt zu beglücken. Ja. Was aber wirklich dahinter steckt, ist eine riesige Geldmaschinerie und in Wirklichkeit
eine Sklavenhandel. Ja, nicht nur die Frauen, natürlich, das gilt auch für Männer. Also Sexarbeiter und Arbeiterinnen werden gleichermaßen da ausgebeutet, auch wenn das in der Bevölkerung meistens immer die Frauen sind, die auffällig sind. Aber das gilt aber auch für Sexarbeiter genauso. Ja, ist genauso tabuisiert oder noch mehr tabuisiert als bei Frauen. Und die Antonella hat hier mit goldenen sozusagen Farben, der goldene Farbe gearbeitet, um auf das hinzuweisen, dass das Geld, das Gold, das ist eine Goldgrube, dieses Geschäft. Ja. Und wenn man sich heute fragt, warum wird das nicht legalisiert, warum wird nicht daraus ein normaler Beruf wie jeder andere mit Sozialversicherung, Pensionsversicherungsansprüchen und so weiter, dann liegt die Antwort klar in dem, weil so viel Geld damit gemacht wird, dass uns das allen gar nicht klar und bewusst ist. Ja. Jedenfalls von diesem vermeintlichen Vergnügen, wo aber viel Arbeit und harte Arbeit, viel Schweiß, Blut, je nach Vorlieben, also in dem Ganzen steckt, gehen wir zur nächsten Künstlerin. Und zwar haben wir hier Jutta Wendt, die hier eindeutig einen Beruf zeigt, der harte Arbeit ist, für uns alle sofort erkennbar, wo viel Schweiß, weil ja Hitze benötigt wird und so weiter, fließt. Also das Geheimnis des Glasbläsers hat sie dieses Bild genannt, mit großem Respekt und Anerkennung an die Murano-Glashersteller in Italien, das sehr, sehr imponiert haben und aus diesem Grund sie dieses Bild gemacht hat, wie ich finde, dass es hier in Öl gemacht, das ist noch einmal eine Herausforderung hier. Klarerweise sind ja traditionell die in Murano, die Glasbläser in Familien, Clans sozusagen unterteilt, die ihre Generationen auf Generationen die Herstellung sozusagen geheim halten. Ja. Wenn wir jetzt wissen, dass wir hier sowohl bei Apnoe tauchen, also hier noch einmal Atmung sehr wichtig ist, die Lungenkapazität sehr wichtig ist, dann werden wir auch hier bei dem zweiten Bild von der Jutta Wendt verstehen, dass auch hier die Kraft der Lungen benötigt wird, um als Mundharmonika-Musiker Erfolge zu haben. Im konkreten Fall hat Jutta hier Michael Hirte porträtiert. Und zwar ist das hier Aquarell und Kohle auf Papier. Und wie sie mir verraten hat, hat auf der CD Love Hurts im Innencover von der CD ist dieses Bild abgebildet. Ja, darauf kann sie natürlich sehr stolz sein. Wir nehmen jetzt diesen vermeintliche Spaßgesellschaft, Beruf, wie auch immer, was eigentlich ein super harter Job ist, als Musiker zu überstehen in der Musikindustrie, ja, und nehmen das mit und kommen zu den Werken von mir. Dieses Werk habe ich die Musikanten genannt, und zwar ist es aus einer Zeit, so 18. Jahrhundert, wo es den Beruf des Musikers in dem Sinne ja gar nicht gegeben hat, wo einfach Leute, die Instrumente spielen konnten, Musikanten halt, Straßenkünstler waren oder in irgendwelchen Wirtshäusern, Pubs, wie auch immer, musiziert haben, um ein bisschen Geld, um irgendwie überleben zu können. Ja, das habe ich jetzt zum Anlass genommen, Ihnen auf diese Art und Weise sozusagen zu zeigen, dass das ein harter Job ist, weil es auch wieder ums Überleben geht. Ja. Und das zweite Bild von mir, das ich Waschtag genannt habe, da geht es darum, dass hier die Damen, die Frauen von dem Bürgerspital in Hallein im Jahre 1894 ist diese Situation hier, die abgebildet ist, die Spitalswäsche waschen. Ja. Ebenfalls also etwas, was Wäsche waschen, das ist eine Hausfrauensache, das hat irgendwie mit Arbeit und Beruf gar nichts und Erwerbstätigkeit gar nichts zu tun. Also in Wirklichkeit aber fließt da viel Schweiß. Also bis das noch da, wenn man hier sieht, dass das Wasser erst durch
hingeleitet wird zu dem Becken, wo dann die Wäsche großflächig ausgespült wird. Natürlich keine Waschmaschine oder sonstige Art von Gehilfe, wie man das alles händisch machen musste. Ja. Wir nehmen diese Frauenarbeit, diese harte Arbeit und schauen hier rüber auf zwei Werke von Theresia Eros, die hier uns Bauernleben zeigt, Bauernleben 1 und Bauernleben 2, zwei verschiedene Situationen, die sie mit einer neuen Technik, die sie hier in Kombination mit ihrer Collage-Technik produziert hat und einerseits uns zeigen möchte, dass das Bauernleben, das Leben am Lande ja in unseren Köpfen irgendwie eingeprägt ist, ganz genau wie es irgendwie ist. Und Theresia zeigt uns aber auch so ein bisschen die Freuden, dass man als Bauer, als Landmensch sehr wohl zwar hart arbeitet und viel Schweiß und Blut da fließen, um die Tätigkeiten, täglichen Routinen abzuarbeiten, aber es auch sehr wohl Momente gibt, die Freude bringen, ja, in der Gemeinschaft feiern, sei es jetzt hier wie auf diesem Bild hier dargestellt, da geht es offensichtlich um eine Firmung zum Beispiel. Also das ist also ein anderer Blickwinkel, den uns Theresia Eros hier vermitteln möchte. Ja. Wir gehen gleich weiter zu diesen Fotografien, und zwar haben wir hier Gisela Ortner, die uns auf diesem Foto den Gemüsemarkt in Udine zeigt, und zwar aus dem Jahre 1978. Und wie man hier gut sehen kann, wie bei jedem Markt eigentlich, gibt es ja immer so Marktstände, also Leute, die einen fixen Marktstand haben, die haben es ja gut im Vergleich zu diesen zwei Damen, die ja eindeutig echte Bäuerinnen vom Land kommen, um sich dort auf ihren Markt mit ihren paar Sachen, die sie anbieten und verkaufen, einfach auch davor hinstellen und in der prallen Sonne sich die eine Dame hier die Zeitung auf den Kopf gesetzt hat. Also das ist eine Situation, wo man auch wirklich gut erkennen kann, das ist kein leichtes Leben. Also man sieht das auch sehr gut an dem Gesicht der zweiten Dame, dass viel Mühsal dahinter steckt. Und das zweite Foto von Gisela Ortner zeigt hier eine sehr skurrile Situation eigentlich. Die Gisela Ortner nennt das Mittagspause eines Kollegen, und man muss genau hinschauen. Man sieht hier, also, dass hier eine Kamera irgendwie ist, aber im ersten Moment ist das nicht ganz klar, was da passiert. Jedoch, das ist in Istanbul im Jahre 1985 hat Gisela Ortner dieses Foto gemacht, diese Szenerie, die sich ja quasi von selber ergeben hat. Wenn man betrachtet hier diesen Sessel, der eigentlich kaputt ist und einfach nur irgendwie mit Mühe und notdürftig mit einer Schnur angebunden ist, da sitzt die Kundschaft. Der Herr, der hier gerade ein Mittagsschläfchen hält, der macht da Passfotos von den Leuten mitten auf der Straße. Also das ist eine aberwitzige Situation, zumal er sich da irgendwie anlehnt und einfach eingenickt ist. Ja. Also die Gisela Ortner zeigt uns durch ihre Arbeiten wirklich, was passiert, wenn man so viel hart arbeitet und was kann dann passieren. Also dass man eigentlich fix und fertig ist, aber man trotzdem diese Tätigkeiten durchführt, weil es geht nicht anders. Ja. Wir bewegen uns weiter zu den Arbeiten von Paul Del Pani. Und zwar bringt Paul Del Pani hier einen komplett neuen Aspekt in die Ausstellung. Bis jetzt hatten wir ja immer Arbeit oder die Tätigkeiten, die durchgeführt wurden, entweder mit Produktion, mit Erstellung von etwas wurde gemacht, oder eine Leistung oder Dienstleistung wurde verrichtet. In diesem Fall zeigt uns Paul Del Pani, dass es auch Arbeit ist, etwas zu zerstören, etwas nicht herzustellen, sondern etwas zu demolieren. Deswegen heißt dieses Bild auch Deconstruction, also etwas auseinandernehmen.
Wie man hier erkennen kann, handelt es sich um ein Gebäude, das sozusagen abgerissen wird. Und hier hat auch Paul Del Pani echte Reste von Erde und Ziegelsteinen und immer mit eingebaut in dieses Bild. Und auch das zweite Bild ebenfalls hatte original Teile von der Baustelle ebenfalls appliziert. Und auf dem zweiten Bild, das er genannt hat, Filling the Space, da geht es irgendwie darum, da will er uns zeigen, hey Leute, kaputt machen, ja, schön und gut, das ist irgendwie hohe Gewalt, ja, das machen ja Maschinen, das ist ja nicht etwas, was jetzt, wirklich Schweiß und Blut und ist das wirklich eine anstrengende Arbeit oder nicht, aber es geht nicht um das Kaputtmachen, sondern es geht um das Wie. Davor erfordert es ganz viel geistige Kopfarbeit sozusagen, um das eine Planung zu machen, wie das gemacht wird, damit ja nichts irgendwie rundherum ebenfalls kaputt gemacht wird. Dann, wie passiert es sukzessive, die Sachen wegzuräumen und gleichzeitig, wie hier Filling the Space, zu überlegen, was kommt als Neues da, anstatt dessen, was da war. Also diese Überlegungen, wie könnte etwas in der Zukunft ausschauen, das ist ebenfalls Arbeit. Ja. Wir nehmen diese Gedanken mit und machen gleich weiter in den zweiten Raum. Und nun befinden wir uns im zweiten Raum der Galerie, wo ich sehr gerne jetzt weiter ansetzen möchte an das vorangegangene Thema von Paul Del Pani, wo es um Vorausdenken, Vorausplanung, wie wird etwas in der Zukunft sein, und diese geistige Arbeit, die da verrichtet wird. Da schließen wir jetzt gleich hier an bei diesem Künstler, und zwar haben wir hier den Georg Prezzobohatty, der in seinen zwei Werken, das eine nennt sich der Lehrer und der Schüler und das zweite Bild heißt Lernstress. Und hier sagt uns Georg Prezzobohatty, dass etwas nur fruchten kann, wenn wirklich ausgiebigst daran gearbeitet wird im intellektuellen Sinne. Nicht nur die rohe Gewalt bei Tätigkeiten ist wichtig, sondern die Kopfarbeit ist extrem wichtig. Hier haben wir den Lehrer und den Schüler, den Austausch zwischen dem, das Wissen, was benötigt wird, um irgendeine Tätigkeit, irgendeine Arbeit durchzuführen. Ohne den geht es leider nicht. Man kann sich Wissen aneignen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich Wissen aneignet, aber ein Basiswissen, das erfolgt durch die Schule. Und das zeigt uns also hier Georg Prezzobohatty in diesem Werk sehr gut. Und in dem zweiten Werk, was er Lernstress genannt hat, sieht man, was das eigentlich mit uns macht. Dieses Lernen und neu, und wir sind wissbegierig, wir wollen nach vorne kommen, wir wollen etwas erreichen, um uns zu beweisen, dass wir etwas können, dass wir gut in dem sind, was wir tun. Egal, ob jetzt eine geistige Arbeit oder eine körperliche Arbeit ist, aber was das mit uns macht, dieser Lernstressprozess, das zeigt uns Georg Prezzobohatty hier sehr, sehr schön. Ja. Und anlehnend an diesen Stress, der erzeugt wird, möchte ich hier zu diesem Künstler kommen, der sich Pablo Picasovic nennt und der mit diesem Bild hier, das er Craze oder Wahnsinn genannt hat, darauf gleich anschließend auf das Thema Stress. Der Künstler Pablo Picasovic meint, dass als Künstler, als Maler man einen enormen Druck, einen enormen Stress hat, um vor einer leeren Leinwand oder einem leeren Blatt Papier zu stehen und anzufangen, zu tun, zu machen, kreativ zu werden. Man kann nicht kreativ auf Knopfdruck also irgendwie sein. Ganz viele Dinge, die im Kopf passieren, die brauchen irgendwie einen Ausgang, damit sie dann letztendlich auf der Leinwand landen. Und deshalb auch dieser Titel, also mit dem Wahnsinn sozusagen. Manchmal weiß man ja nicht so ganz genau, was man dann irgendwie produziert hat. Erst wenn alles fertig ist, dann sagt man, gut, das ist jetzt das, was ich haben wollte.
Und in Verbindung mit diesem Stress, ja, der dann quasi ein Chaos erzeugt, ja, in einem und dann tatsächlich auch auf der Leinwand, wie hier bei dem zweiten Bild von Pablo Picasovic, was ich nämlich sehr interessant finde, dass ja dieser Chaoszustand, der dann erzeugt wird und letztendlich dann auch auf der Leinwand endet, wenn man genau hinschaut, ist dieser Chaos sehr strukturiert und hat klare Formen, klare Anordnungen, und das finde ich sehr spannend, dass auch in dem größten Chaos irgendwie die Ordnung ihren Weg findet. Ja. Wenn wir jetzt diesen Lernprozess, Stress, Chaos weiter mitdenken, kommen wir zu den Arbeiten von Hobe, der uns ja bekannt ist durch seine gesellschaftskritischen Arbeiten bis jetzt, und auch in dieser Ausstellung enttäuscht er uns nicht und präsentiert uns hier wunderbare Arbeiten. Zum einen unter dem Titel When will we be paid for the work we have done? Auf Deutsch, wann werden wir denn bezahlt für die Arbeit, die wir geleistet haben? Ja. Und beide Arbeiten heißen gleichermaßen, weil er in beiden Arbeiten verschiedene Aspekte eingebaut hat, die ich jetzt versuche ein bisschen zu verbinden. Ja. Auf der einen Seite haben wir hier vorne diese gußeiserne Pfanne, die Hobe als ein Spiegelbild. Tatsächlich gibt es in der Pfanne selber so eine Spiegelung mit einem Abbild von einer Frau. Und das Ganze in einem Essen und dann mit einem Tanga-Höschen. Oben dieser Griff, der Phallus artig hervorsteht sozusagen. Hobe versucht uns zu sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo die Frau klare Zuordnung von Tätigkeiten bekommen hat und der Mann wir leben in einem Patriarchat, wo stark dominant ist und entscheidet, welche Arbeiten tatsächlich als Arbeiten gesehen werden und welche eben nicht. Und die der Hausfrau wird es eben nicht. Und auch mit dem Höchsten, mit dem Stringtanga hier, das ebenfalls, es geht um Vergnügen und Spaß zugunsten des Mannes. Aber die Verbindung ist irgendwie mit diesem Bild gegeben, diese Mauern, die hier die gesellschaftlichen Zwänge darstellen sollen, in denen wir alle gefangen sind, sagt Hobe. Und man sieht, dass da Blut tropft aus diesen Gemäuern und Schweiß sozusagen in Verbindung mit dem steht. Wir sind alle gefangen in einer modernen Sklaverei, sozusagen. Das ist das, was uns Hobe also irgendwie vermitteln möchte. Das heißt, wenn wir das verbinden mit dem Beginn der Berufe, wo ich sage, es gibt Tätigkeiten, die wirklich harte Arbeit sind, körperlich anstrengend. Es gibt Arbeiten, die wirklich viel Studium, viel Zeit, viel geistige Kraft, aber auch körperliche Energie, Sensibilität, Kreativität benötigen, bis hin hier durch Bauerntätigkeit, Musik, Kunst, Kultur, Bildung, alles hier bis zu diesem, alles wird verbunden, sagt Hobe. In dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, wird das genauso wahrgenommen. Und ich finde, dass wir, wenn wir uns das alles genau nochmal kurz vor die Augen führen, hier arbeiten in Pastellkreide, hier Acrylfotografie, Öl, dann Kohle und Aquarell, Wachsfarben, hier Collagenfotografie, noch einmal Foto, Mixed Media, Acryl, aber alles verschiedene unterschiedliche Arbeiten, unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Künstler. Jeder hat seinen eigenen Blickwinkel auf das Thema geworfen und wie ich finde, zu einem wunderbaren Statement für diese Ausstellung gebracht. Nämlich das, was der Untertitel dieser Ausstellung ist: Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Eigentlich dieses Nicht-Gleichzeichen
kann man wegtun und sagen, Arbeit ist Arbeit. Völlig egal, in welcher Sprache und wie wir es nennen, ob wir Tätigkeit, Leistung, was auch immer dazu sagen. Letzten Endes geht es darum, dass wir nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen, dass wir nicht nur arbeiten, um Männer oder Frauen also zu befriedigen, sondern in erster Linie wir arbeiten sollten, weil es uns Spaß macht. Und das ist ein Punkt, das in unserer Gesellschaft, im Speziellen im Kunstbereich und Kulturbereich, nicht so richtig erkannt wird, weil man sagt, ihr habt einen Spaß, wozu braucht ihr Geld dafür? Aber bitte, ja, wir wollen auch Geld verdienen, natürlich. Ja. Also, ich möchte zum Abschluss noch sagen, die Ausstellung läuft bis 14. Mai und ist nach Voranmeldung möglich zu besuchen, natürlich mit FFP2-Maske. Ich würde mich freuen, Sie hier in Panto Art begrüßen zu dürfen und sage, hat mich sehr gefreut und bis bald.